Hallo liebe Szene München, hallo Alexander Onken. Je m'appelle Claudette, bonjour, aus Paris. Mein neuer Song heißt Februar in Paris. Warum sprüht der Februar in Paris, wirst du dich fragen. Die Antwort gibt's gleich. Ich sehe diesen Mann in einer mondänen Bar. Er sitzt am Tresen allein und bestellt sich Champagner. Und die Band spielt ein Lied, das Publikum tanzt dazu. Und ich stehe in einer Ecke und rauche Zigarette, guck ihm zu. Als ich auf meinen Streifzügen und in der Natur unterwegs war, habe ich sehr schnell gemerkt, dass die Natur eigentlich noch am liebsten in Ruhe gelassen werden möchte. Die Natur war wie am Träumen und da wollte sie auf gar keinen Fall aufwecken. Also habe ich mich auch weggeträumt und zwar nach Paris. Ich bin vor einigen Jahren, habe meinen Mann mal überrascht zum Valentinstag und wir sind nach Paris geflogen und haben dort 2 wunderschöne Tage verbracht. Und an das habe ich mich zurückerinnert und habe einen kleinen Flirt, der hier irgendwo in Paris hätte stattfinden können, vielleicht in einer anderen Zeit, inszeniert. Sein Mund ist so rot, ich möchte ihn lächeln sehen. Oh, dann kann man so gut die Grübchen der Bäckchen sehen. Dies Lied klingt so schön, ich möchte mit ihm tanzen dazu. Vielleicht geh ich zu ihm rüber, schütt mein Glas zufällig über ihn und sag, oh, In meinem Projekt Kalender versuche ich auch jeden Monat die geeignete Blickweise oder die Perspektive in den richtigen Winkel zu finden, was ich quasi in diesem Monat beleuchtet haben möchte. Und im Februar war es so, da wollte ich tatsächlich eigentlich eher das gesellschaftliche Treiben im Vordergrund stehen. Wir feiern Fasching, die Leute sind ein bisschen leichtsinniger, ein bisschen unsinniger. Und es war jetzt so nach dem atmosphärischen und eher tiefsinnigen Januar für mich, hat sich das ganz gut angefühlt, dass man jetzt eher ein bisschen was Leichtsinniges macht. Die Männer, sie singen, die Röcke, sie schwingen im Februar in Paris. Das Leben erwacht erst sehr spät in der Nacht, weil die Liebe bei Nacht besser fließt. Ich habe Februar in Paris als Duett geschrieben, weil es ist eine Liebesgeschichte und ich kann euch nur sagen, sie haben sich alle drum gerissen, Robbie Williams, Ed Sheeran, Rod Stewart, alle wollten es machen, aber ich habe mir einen ganz bestimmten auserwählt und zwar mon cher, meinen wunderbaren Mann Gunnar Gräwart. Bonjour. Und ich habe schon einige Male mit ihm gesungen. Ich finde, er hat eine wunderschöne Stimme, das könnt ihr jetzt dann selber gleich hören. Und was soll ich sagen, er hat sofort Ja gesagt. Kannst von Glück reden, Wie dass war's du mich für gekriegt dich? hast. Für mich war es, also am Anfang war ich ein bisschen nervös, habe ich gesagt, werde ich liefern können. Dann habe ich es einmal gesungen, habe ich gemerkt, eine große Karriere steht mir bevor. Zieh dich warm an, liebe Claudette. Der neue Chansonnier am neuen E-Mail der Chansons ist angekommen. Da habe ich was losgetreten, aber hört selbst. Ich sehe dieses Mädchen allein in der Ecke stehen. Die Augen gleich, sie trägt auch ihr Haar sehr schön. Sie duftet bestimmt nach Honig und Haselnuss. Dieses Mädchen ist so heiß, wenn ich erst ihren Namen weiß, nehme ich sie mit zu mir nach Haus. Die Idee zu dem Flirt oder zu dieser Liebesgeschichte ist mir tatsächlich von meinen Eltern gekommen. Die haben sie nämlich im Fasching kennengelernt und es war sehr lustig. Also man muss sich vorstellen, keine Ahnung vor wie vielen Jahren, vor 50 Jahren oder so, am Sportlerball. Meine Mama war irgendwie 16 und der Papa war schon ein bisschen älter und hat sie ein Bier bestellt gehabt, ein Weißbier, und dann ist die Mama reingekommen und hat sie an die Bar gekommen und dann hat der Papa sie gefragt, magst du mal trinken? Dann hat die Mama gesagt, ja, und seitdem waren sie zusammen. Diese Geschichte wollte ich etwas poetischer erzählen und in eine andere Zeit verfrachten und deswegen sind wir jetzt hier in der Stadt der Liebe in Paris. Wie sie sich bewegt, geschmeidig und
sie schmiegt sich weich an ihr Kleid aus Samt. Sie kommt an die Bar, ich tue, als bemerkt ich nichts. Es begegnen sich die Blicke, mein Mund trifft ihre Lippe und sagt oh, 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 oh. Die Männer, sie singen, die Röcke, sie schwingen, Februar in Paris. Das Leben erwacht erst sehr spät in der Nacht, weil die Liebe bei Nacht besser fließt. Die Männer, sie singen, die Röcke, sie schwingen, Februar in Paris. Das Leben erwacht erst sehr spät in der Nacht, weil die Liebe bei Nacht besser fließt. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen, unsinnigen, leichtsinnigen Februar voller Liebe und ich sage au revoir, bis zum März, eure Claudia.